Ja, hallo Leute, hier ist wieder Bauer Klaus mit seinem Hof auf Revenport oder in Revenport. Das ist der Hof Rabennest hier, weil hier so auf den Feldern so viele Raben sind und so Vögel. Also, wie man sehen kann, es regnet schon wieder und das heißt, Ernte ist heute nicht möglich. Und ja, was liegt heute in Arbeit am Motto? Das ist also die Karte jetzt hier. Ich bin hier 24, 25, 26. Mit den 3 Feldern habe ich angefangen. Da habe ich 19 dazu gekauft und 23. Dann habe ich 15, 16, 17 dazu gekauft. 17 habe ich wieder verkauft, weil es war nichts. Und dafür habe ich 22 gekauft. Da bin ich jetzt gerade. Sorry. Da bin ich gerade am Abernten. Da habe ich Kartoffeln gepflanzt. Und das ist die Bodenbeschaffenheit. Also, da habe ich halt die Zuckerrüben gepflanzt. 24, 24 und das Ölsamen und 25 sind leer. Was mache ich dahin? Da könnte ich heute irgendwas sehen. Und bei 23 müsste ich auch irgendwas machen. Was ist mit 23? 23 müsste noch irgendwie, ist gerubbert worden, aber müsste noch weiter bearbeitet werden. 15, 16 habe ich fertig gemacht dort oben. Ja, also was liegt heute an? 25 liegt an, da muss ich jetzt sehen. Die Hühner muss ich natürlich sowieso versorgen. Was sagen meine Hühner? Meine Hühner, also Hühnerstall Nummer 1, mein Sauberkeit lässt zu wünschen über, kommen mir bekannt vor, und Hühnerstall 2 auch. Aber zu fressen haben sie genug, dafür hatte ich ja gestern gesorgt. Ja, also sollte ich vielleicht mal wieder Weizen anbauen auf Feld 25 und da will ich Weizen anbauen. Und was habe ich in der anderen Feld? Da habe ich, glaube ich, da habe ich Ölsamen drin. Also müsste ich da vielleicht auch Ölsamen setzen oder wie? Oder habe ich, da hatte ich vorher Hafer drin. Dann sollte ich dort auch Weizen einsetzen. Gut, dann machen wir das heute. Also, fangen wir mal an. Das ist der Kartoffelfeld von nebenan. Hier ist die Sämaschine. Was ist das für eine? Ist die Mehrkommmaschine oder? Ich habe die Maschine noch nicht so ganz drin hier. Ich glaube, das ist die Mehrkommmaschine. Eine Mehrkommmaschine, mit der kann ich also Zuckerrüben pflanzen. Okay, da steht also, da hatte ich vorhin die Zuckerrüben mitgepflanzt. Den war wieder, und auf den habe ich, da oben habe ich noch nichts gemacht, weil ich mir dann unschlüssig war, ob ich da oben auch Kartoffeln, ob ich da oben auch Zuckerrüben mache, aber ich muss vielleicht überlegen, dass ich da oben auf das Feld, dass ich da auch Zuckerrüben setze. Dann setze ich da auch Zuckerrüben. Dann setze ich hier auch Zuckerrüben drauf. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt auch Zuckerrüben drauf ernten. Das mache ich hier auch Zuckerrüben, das habe ich ja gerubbert. Ich weiß gar nicht, wie das geht hier oben mit den Zuckerrüben. Das werden wir dann sehen. Okay, müssen wir mal sehen, dass wir mit den Hinterrädern hier mit auf dem Feld sind, damit ihr das hier seht. Und dann kann ich die mal runtermachen, dann schalte ich den ein und dann kann ich jetzt den Helfer arbeiten lassen. Jetzt setze ich also auch Zuckerrüben auf das Feld drauf und düngt das auch gleichzeitig. Okay, da drüben muss ich vielleicht noch einen zweiten Dünger machen. Da müsste ich vielleicht noch einen zweiten Dünger machen. Dann machen wir das gleich.
Und zwar auf die 24 habe ich jetzt noch einen Traktor frei. Traktoren habe ich doch genug, wenn ich irgendwas habe, dann sind das Traktoren. Aber ich habe die Traktoren nicht immer dort, wo ich sie gerade brauche. Hier habe ich einen Traktor und da habe ich noch einen. Das ist der nächste Traktor, der ist gerade frei. Jetzt könnte ich mit dem das Feld mal eben düngen. Das erste, damit ich da auch eine gute Ernte bekomme, weil man soll ja in der ersten Wachstumsphase, und das ist jetzt die erste Wachstumsphase, sollte ich dann, dass ich da so hinkomme, dass ich dann das dünge. Okay, haben wir. Nur das Geld ein und dann fahre ich das hier in das Feld. Der hat da hinten so einen großen Teller und dann braucht man nicht direkt an den Anfang des Feldes fahren, sondern so irgendwie in die Mitte, nicht in die Mitte, aber so dass ich dann einen Streifen habe. Kann man dann gleich sehen. Der düngt also 12 Meter breit und er hat an beiden Seiten frei noch. Das kann ich nicht machen. Jetzt kann man sehen, dass der also da hinten, die Streifen, der wirft den Dünger aus. Aber ich weiß nicht genau, wie weit das geht. Und das macht der Helfer besser. Der schaltet das dann auch gleichzeitig aus. Und weiß dann auch genau, wo er das als nächstes wieder hinsetzen muss. Wenn ich da so kreuz und quer fahre, dann habe ich einige Stellen überdüngt und andere unterdüngt. Ja, und wo wir gerade hier sind bei Feld 24, also vielleicht kann ich hier auf Feld 24 noch, noch Schafe draufsetzen, Schafhof, dass ich also noch eine weitere Einnahmensquelle habe. Und weil ich hatte erst gedacht, ich könnte 24, oben Feld 14 vielleicht nehmen. Das komische dreieckige Feld dort, oder das, was ist denn der Auto, glaube ich, ne? Jetzt sind wir durch, super. Wo wir den wieder da unten hinstellen, wo sie ihn gerade hatte. Also ich versuche meine Geräte immer an dieselbe Stelle zu finden, weil das ist für mich erstmal leichter, die wieder zu finden und auch auseinanderzuhalten. Ich habe von diesem Gerät hier habe ich 2 Stück. Da habe ich einen Kalkernter und von diesem Dünger, der hat schmale Streifen und das ist einer, der hat breite Streifen, das ist der richtige Mineraldünger. Ja, Mineraldünger kostet richtig Geld. Hänge ich mal wieder ab. So. Okay. Dann könnte ich mich mal jetzt langsam. Da, wieso hat der das so ausgefallen? Da hat das so ausgefallen. So, der steht jetzt da oben auf dem Feld. Kann ich jetzt oben einfahren. Der steht jetzt da oben auf dem Feld. Da steht der also. Wieso steht der in diese Richtung? Was wächst da aus? Der wächst überhaupt nicht sogar. Ist der Ölsack? Das ist der Ölsack. Müsste der Weizen sein vom Nachbar. Also das vertraut mir dort. Da habe ich die Ölsack gesetzt und jetzt kann ich dann als nächstes ernten. Aber warum stehe ich da so schräg so? Ich stehe davor, na ist egal. Der soll eigentlich immer in der anderen Richtung stehen, aber gut, der steht halt so wie er steht. Also, hier habe ich die Kartoffeln, kann ich nichts machen, solange es regnet. Beim Regen streichen der Helfer und die Maschinen, ja, damit kann ich dann nichts machen. Also, jetzt wird das Feld hier gut auch mit zugrüben. Da habe ich 2 Felder mit zugrüben und ja. 2 Felder mit zugrüben. Jetzt erst habe ich mal gedüngt, das zweite kann ich dann auch düngen, wenn der soweit ist. Und da hinten das nächste Feld,
das große, da könnte ich ja auch wieder Kartoffeln anbauen, aber das ist momentan, ja, was machen wir bei Regen? Wo ist mein Traktor, mein blauer? Da ist der blaue Traktor, den habe ich halt da stehen. Und wo muss der eigentlich hin? Muss mit dem hier so hin. So, man, genau, meine Hühnerstelle sauber zu machen. Also, die Hühner picken dann liegt dann immer so ein Rest daneben. Und dann muss ich dann jeden Tag das dann so wegmachen. Und das verstehen die halt in dem Spiel ja unter Sauberkeit. Hänge ich jetzt immer dran. Und wenn wir ein Stück zurücksetzen hier. Der denkt wieder nicht so richtig, wie er denken soll. Der denkt nicht so. Also weil der wieder wahrscheinlich hoch ist so. Dann denkt der nicht so richtig. Ich möchte Ihnen, dass der Deck da so davor steht. Und so könnte es passen vielleicht. Und dann wechseln wir mal die Perspektive. Weil das ist auch wichtig. Die muss gerade waagerecht sein. Dann muss der Absatz ein bisschen nach vorne. Und jetzt kann ich den so schieben. Und dann geht der Mist weg. Kann ich den hochfahren. Jetzt habe ich den drin, der Schaufel. Jetzt kann ich die Schaufel ausschütten. Und dann die Körner, die die Hühner dann nicht gebraucht haben, die ja beim Fressen daneben gesprungen sind, die schütte ich dann wieder zurück in den Trog. Ja, jetzt fahre ich zu meinem anderen Hühnerhof. Ich habe hier 2 Hühnerstellen, 2 große, insgesamt 800 Hühner, ungefähr zwischen 700 und 800. Ich muss dann immer welche verkaufen. Heute brauche ich, glaube ich, keine verkaufen, weil ich gestern welche verkauft habe. Und fangen wir erstmal hier so an. Das ist der zweite Hühnerstall. Und jetzt können wir hier das auch wieder so machen, so. Und dann können wir weiterfahren. Okay. Dann haben wir den. Und dann schieben wir den ab. Okay. Ich kann den so runter machen. Die mache ich jetzt noch hoch. Dann möchte ich bis in die Ecke kommen. Und dann nicht den Zahn so ramponieren. Dann kann ich den jetzt runterlassen. Okay. Und dann fahren wir jetzt zum Anhänger, zum Staudmann, hängen den Staudmann dran. Und ja, also für den Schafstall brauche ich einen geeigneten Platz. Und das Problem ist jetzt, dass die sehr uneben sind. Die Plätze, ich habe zwar genug Platz hier, aber ich sehe dann das nicht so richtig, wie uneben die sind. Die sind so krumm und schief zur Seite nach oben und so. Und dann wenn jetzt hier meine Videos von Hühnerstellen, wird der Schafstall dann so hochgesetzt zum Plateau quasi. Und dadurch wird natürlich alles kompliziert. Das heißt, man muss immer einen Platz finden, wo man den stehen da absetzen, ja, kann ich. So, wir können den absetzen. Ne, ansetzen bitte. Ich muss den jetzt kann ich den absetzen. So. Jetzt setzen wir den ab. Und
Dann kann ich immer nach hinten fahren. So. Dazu dann da hinten anfahren. Und den traut man. Ja. Also haben wir das so. Wie sieht denn der Tor dort auf? Ein Tor ist auf. Wie sieht mein Hintertor auf? Verstehe ich nicht. War der Fuchs da oder wie? Der mein Hinterstall ist auf. Wie kommt das? Hinterstall zu bitte machen. Wie dünner Stall zu? Ich weiß nicht genau. Also, nur was, ja. Was ist hier? Erzähl uns. Wie sieht der Hinterstall auf? Weiß nicht genau. Kann ich das Tor zumachen oder? Wir können nicht zu. Oder wie? Steht hier für den Hühnerstall. Okay. Das Tor ist auf. Das irritiert mich, dass das Tor auf ist. Mich irritiert auch, das war jetzt okay. Jetzt haben wir jetzt das gefunden. So, jetzt werde ich jetzt mal die Kartons dort aufladen. Und, genau. Das hier. Und den da aufladen. Das ist ziemlich weit weg hier. Ich kann nicht sehen, dass es so weit weg stand davon. Aber es ist halt keine Arbeit. Nur ein paar Fingerbewegungen mehr. Und den zweiten Karton drin. Jetzt haben wir 6 Kartons, 7 Kartons insgesamt. Also es regnet und regnet. Hört nicht auf. Und dann habe ich mal Ruhe jetzt hier, mich um meine Arbeit zu kümmern. Und sonst habe ich immer so eine Raserei. Also bei Ernte ist immer so, habe ich immer Stress, dass ich jetzt alle Fälle abgehend bekomme, was macht der Helfer,
Die muss ich gleichzeitig nur sehen und so. Ja, und der Regen ist eigentlich mehr so entspannter. Statt mich um die Hühner zu kümmern. Ja, also wie gesagt, eine Schafweide würde mir noch gut gefallen, weil ich habe hier Platz genug und ich habe auch Gras genug, mehr als ich jetzt abernten kann. Und das könnte ich dann die Schafe verfüttern. Und die Schafe funktionieren so ähnlich wie jetzt hier die Hühner. Nur halt, dass sie Wolle produzieren. Und damit habe ich also gestern schon einen ersten Versuch gestartet. Aber oben auf Feld 14, der misslang allerdings. Den habe ich auch hier drauf und möchte ich mal da drauf fahren. Jetzt können wir mal weiterfahren nach vorne. Fahren wir zu dem anderen Hühnerstall hinten hin. Mein Mund ist schon wieder so trocken. Vermutlich auch durch das Reden, dass dann der Mund trocken ist. Jetzt fahre ich da mal so hoch. Wenn wir da so hochkommen. Und ja, hier habe ich also die auch so einem Podest stehen hier. Ich muss ihn mal aussteigen. Steigen wir mal hier aus. Und jetzt nehmen wir erstmal den zweiten hier. Der erste ist meistens noch ein bisschen leer. Ich weiß nicht genau, wann der den hier eingestellt hat. Wird noch aufgefüllt. Der ist halt dann noch nicht voll, deswegen nehme ich jetzt hier hinten. Und das sind dann nochmal 5 Stück hier. Jetzt habe ich dann 10 Kartons insgesamt oder 11, so ungefähr, ne? Und pro Karton 400-500 Euro. Ich hätte auch mal ausgerechnet, wie viel alt das sind. Also, sagen so für 1000 Liter Eier, 2.000 bis 3.000 Euro. Und in einem Karton sind dann ungefähr dann so ein Anteil davon. Und das wollte ich eigentlich nur erreicht haben, dass ich den jetzt hier, was ich dann da so habe. Okay, dann sind wir hier mit voll, dann kann ich hier wegfahren. Dann machen wir das mal wieder einchecken hier, sprechen, dann fahren wir hier weg und dann fahren wir dorthin. Ja. Also, da oben ist er fertig mit den Zugrüben und ja, also eine Möglichkeit hier unten wäre wahrscheinlich auch hier die Schafweide hier auf das Feld 24 zu stellen. Eigentlich mal ein gutes Feld, aber wahrscheinlich das einzige Feld, wo ich dann so
halbwegs gerade bin und dann die Höcker dann nicht so hoch sind. Ich wollte noch gerade mal gesehen haben, wo ich die Eier verkaufe. Da sind wir bei den Eiern. 2004 und 2010 gibt es bei Meisterung, bin ich auf dem richtigen Weg. Bei Meisterung gibt es also 3000 Euro. Die haben den höchsten Eierpreis momentan pro Liter, 1000 Liter. Naja, und es macht schon einen Unterschied, ob ich dann 4000 bekomme oder 5000 oder nur 1000 Euro weniger. Ja, also Schafe würden mir gut gefallen. Die machen weniger Arbeit. Und die Arbeit ist so ähnlich wie im Hühnerhof. Allerdings muss ich dann Wasser noch dazu fügen. Nicht nur Weizen, sondern auch Wasser und Gras. Gras kostet mich nichts, das ist schon mal gut. Und Wasser, ja, Wasser kann ich ja so einen Tank kaufen. Für 14 hatte ich da gestern so einen Tank gekauft, 5000 Euro. Und dann nochmal so einen Transporttank zum Mühlen, um dann das von dem großen Wassertank da abzufüllen. Also, okay, dann checken wir aus jetzt hier. Und da sind wir. Und dann gucken wir mal auf das Feld drüber. Muss ja aufspringen. Mein Herz ist im Laufen, so bin ich jetzt oben. Und jetzt ja. Also man sieht, der nimmt die manchmal an und manchmal auch nicht. Wie das genau hier funktioniert, habe ich noch nicht herausgefunden. Also, und also wenn nichts mehr klappt, dann mache ich das hier so. Und dann hat er genommen, da sehe ich da oben die Einblendung, 363 über, rechts oben. Jetzt bin ich hier wieder runtergefahren. Muss mal sehen, dass ich da drauf komme. Bin wieder auf. Und nehmen wir die nächste Karton hier. Nehmen wir den. Dann nehmen wir den Karton. Den hat er gleich genommen. Und den jetzt hier. Und auch sofort. Also manchmal nimmt er die sofort. Und dann wieder nicht. Ja, also ja, manchmal wird mir auch das Glück total, dass also wenn man den Blick auf den rechten oben Bildschirmrand hat, dann kann man da so die Anwendung erkennen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach länger warten muss oder.
kann auch sein, dass ich einfach zu ungeduldig bin und haben wir ein Paket und dann nehmen wir das ja auch noch. Dann tragen wir das dabei. Und ja, dann dürfte das leer sein. Hier sieht auch was. Alles weg, ja. Gut, dann haben wir ja alle eingefahren. Und das heißt jetzt, wollen wir mal nachschauen, wie viel haben wir jetzt verdient bei den Errettungs hier, was denn bezahlt. Stimmt das überhaupt? Also, jetzt muss ich mal wieder dorthin gehen und dann setzt mal den dorthin und jetzt kann ich mal den runterfahren. Da kann man den mal runterfahren. Wo haben wir jetzt hier die Ernte bei allen haben wir? Da haben wir 3700. Habe ich bisher eingefahren. Sind aber nicht viel heute. Wieso? So wenig nur. 3700. Beziehungsweise Rettungsnetz daneben. Hier gerne. Okay, dann können wir weiterfahren. Und dann kann ich mal wieder zurückfahren. Ja, und bei den Schafen sieht das so ähnlich aus. Da habe ich jedenfalls nur eine Abnahmestelle. Da brauche ich also nicht jedes Mal so weit zu fahren. Da kommt also in die Spinnerei. Allerdings muss ich das dann wieder mit dem Gabelstapler machen. Die von den. Da muss ich das irgendwie aufladen. Das heißt, dann brauche ich ein anderes Ladefahrzeug, auch vielleicht ein Schraubmann, aber so ein, ja, da müsste das ein bisschen schneller gehen, dass ich dann den schnell aufgeladen bekomme und schnell wieder abgeladen. Ich meine, die Eier geht ja auch nicht so schnell, muss man jeden Karton quasi erstmal packen und hinlaufen, wieder zurücklaufen und so. Das dauert. Also Tiere bedeuten natürlich auch Arbeit und das wird dann hier auch durch das Spiel verdeutlicht. Also das ist schon wieder ein neuer Karton. Also den hat man so hinstellen und natürlich weiterfahren. Ein Stückchen. Okay, dann kann ich den abhängen. So, dann fahre ich unten weiter. Ja, gut. Jetzt haben wir da oben, die war glaube ich schon fertig gewesen. Die war fertig, ne? Die haben wir ganz drin. Das war der jetzt. Können wir da oben anstehen. Da steht Designer. Wie sieht es aus? Ja, da kann ich hier gleich beim Regen, kann ich gleich Dünger auffüllen und das tut vielleicht. Gut, dann machen wir das. Fange ich vielleicht gleich mal. Ich könnte aber den hier stehen lassen, ich hänge den ab. Und dann für die Langtour möchte ich den schnellen Traktor benutzen. So. Dass ich dann den schnellen Traktor benutze. Hänge ich den ab hier. Weil es sind doch so langsame Geräte hier. Und ich bin ziemlich ungeduldig. Und dann benehme ich den und hänge den dann dran. Da haben die Maschine.
Jetzt hänge ich die an. Und dann kann ich damit mit der Querrand auch das wieder demonstrieren. Das wieder demonstrieren. Das heißt, dazu muss ich dann wieder das Gerät hinten anschalten. Brauche ich wieder das Gewicht vorne dran, weil der irgendwie jetzt hier haben wir. Und dann brauche ich das Gewicht. Okay, wir können es den auch vorne jetzt. Den will ich nicht hoch. Da steht vielleicht schon, aber den anderen hinten, dass ich den hochmache, damit ich jetzt mit dem schneller in die Stadt komme. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, dass ich irgendwas gespart habe, weil ich jetzt schneller. Der schwimmt trotzdem wieder ein bisschen, weil es so schwer ist oder wie. Also es fühlt sich so an wie auf dem Schiff jetzt hier. Am Steuern, der schwankt also, ich habe zwar das Gewicht vorne dran, aber der ist hinten oben und ja. Also heute verdiene ich wohl kein Geld. Bisher der 4.000, 5.000 € gerade mal von den Hühnereiern. Und dann könnte ich noch gute Beine machen. Jetzt haben wir 8, 9 Uhr haben wir gleich. 9 Uhr. Ja, ich mache halt immer einen ganzen Tag. Das dauert natürlich lange hier. Und aber auf diese Weise möglichst hier so ungeschnitten das Ganze zu bekommen. Und da habe ich jetzt noch was stehen. Da steht jetzt aber kein richtiges Saatgut mehr. Okay, kein richtiges Saatgut. Das heißt, ich muss ja mal was bestellen. Und Saatgut, aber Dünger haben wir. Also bestellen wir mal. Wie viel brauchen wir denn? Zweimal Saatgut und einmal Dünger. Zweimal Saatgut, habe ich denn überhaupt so viel Geld hier? Muss ich mal schauen. Was hat mein Konto? 7.000 habe ich, 7.900 und erreichen. Okay, dann kaufen wir jetzt erstmal hier auf dem Shop. Im Shop kaufen wir jetzt erstmal zweimal Saatgut. Da haben wir ein Saatgutpack einmal. Kaufen. Ja, okay. Nochmal kaufen. Ja, okay. Und dann kaufen wir noch ein Paket Dünger. Ein Dünger. Das ist dann wieder teure Mineraldünger. Der kostet 2.000. Nur dann einen von. Dann nehmen wir einen von. Mund und Neumond. Was ist der richtig? Pigfood, Schweinefutter brauche ich nicht. Ich wollte den Mineraldünger haben. Das war der Mineraldünger. Wieso habe ich denn den Schweinedünger drauf gehabt? Das war der Mineraldünger, genau. Und hatte das jetzt absichtlich gemacht, um mir dann den Schweinedünger zu verkaufen oder was? Okay, jetzt müsste ich da vorne 3 Sachen stehen haben. Da stehen jetzt 3 Sachen. Und dann fangen wir jetzt mal da an.
in die Nähe zum Beispiel, dass ich jetzt hier erstmal die meine Hand drauf nehme. Jetzt drücke ich mal die Taste R für Ressource und jetzt mal beobachten, da unten die beiden, der Dünger und der Zucker sind zugeben, welche wird das aufgefüllt. Also R, jetzt wird es mit Dünger aufgefüllt, das war nicht sehr viel. Wenn ich jetzt nochmal mache, wird jetzt das Saatgut aufgefüllt. Ja, jetzt sind wir also voll, 316 Tonnen Liter und jetzt kann ich wieder zurückfahren. Ja, also hat sich das gelohnt, weiß ich nicht so genau. Jedenfalls habe ich ihn schon mal aufgefüllt und wenn ich die Helfer das automatisch auffüllen lasse, dann bezahle ich mich tot. Die schlagen dann das 10-fach auf und auch wenn du da noch was drin hast, die kaufen dann lieber, weil es für sie lukrativer und vorteilhafter ist und dann sie sind nur am Kaufen, auch bei Kraftstoff und so. Und um also diese Helferbetreuung da abzustellen, habe ich jetzt also die Maschinen, muss ich die selber auftanken mit Saatgut und mit Dünger. Ja, also die Maschine brauche ich eigentlich nur für zu rüben. Die kann zwar auch Düngerboden machen, aber das mache ich hier nicht, mache ich mit der anderen Maschine. Hier kommen also, jetzt wird obsoleten, jetzt bald. Das ist ja noch nichts davon, aber 10 Uhr, jetzt sitze ich habe also so viele Maschinen, dass ich da verschiedene Orte für die Maschine habe, damit ich mir das leichter merken kann, an welchem Ort ich jetzt hier welche Maschine habe. Ich habe also dann 3 Saatmaschinen und das ist die Mehrkorn-Maschine und das ist die Mehrkorn, die sitzt hier hier und da drüben steht der Kartoffelernter, der Dolle und mit den abhängen. Gut, der hat noch genug drauf, oder kann ich mit dem auch nochmal was aufladen, den Kartoffellader, da steht auch aufladen, das regnet, weil ja es regnet. Also, der ist eigentlich gut aufgeladen, da brauchen wir nichts zu machen und den wieder abhängen. Ja, jetzt wandert die Frage, was mache ich da oben mit dem anderen Feld? Da könnte ich jetzt den mal dranhängen und dann vielleicht mal Weizen ansetzen. Dann gucke ich das dann nochmal, ist egal, dann das unter Weizen an. So, und dann kann ich dort Weizen, setze ich da Weizen ein, da ist mal mühsam. Aber wenn ich Weizen einsetze, kann ich den vielleicht bald abwenden. Ich muss das Feld natürlich zweimal düngen und das andere Feld ist schon fertig. Der war aber früher auch der Öl am Dorf. Also, ich könnte jetzt hier die Weizen erstmal sehen und das ist ziemlich Stück weit drüber fahren. So genau, da war gut drauf. Und dann kann ich den jetzt hier mal absenken. Jetzt habe ich das Gewicht da vorne, verdammt. Immer wieder so, jetzt habe ich wieder das Gewicht vorne dran. Muss ich mal das Gewicht wegnehmen.
und das Gewicht dahinstellen wieder vorne. Ja, also irgendwas vergesse ich jetzt immer. Steht da genau. Und jetzt muss ich jetzt ein Feld fahren. Das ist nicht das Feld. Ich möchte da oben zum Feld fahren. Da muss ich hinfahren. Da rein. Da möchte ich dann da gleich. Okay. Muss ich den absenken. Dann kann ich jetzt den Helfer das machen lassen. Der Helfer beseht das dann. Und ich müsste dann die Düngemaschine holen. Weil ich jetzt keinen. Ich brauche die Düngemaschine wieder. Und weil quasi der da oben nicht düngt. Brauche ich die Düngemaschine, damit ich da wenigstens ein-, zweimal Düngung drauf, da man Düngvorgänge drauf habe. Also das kann man auch sehen. Hier. Also ich bin bei 25 jetzt hier. In diesen 25 noch gedüngt, da hatte ich da vorne, habe ich ja schon gedüngt. Sieht so aus. Da kommt also die nächste Dünger drauf. Hat er gestern wahrscheinlich bei 24, als ich das bei 26, hat 24, da hat er 25 wahrscheinlich gleich mitgedüngt. Gut. Ja, bei 22, was können wir da machen? Da drüben bei 23, was können wir da machen, dass die braven und dann soll man dann nochmal Kartoffeln machen und soll man da können wir nochmal Ölsaat machen, ne? Dann machen wir Ölsaat hin und dann lassen wir mal sehen, wann wir hier so weit sind, weil wir müssen das ja mit den Erntevorgängen so einigermaßen koordinieren. Wir haben also oben 15, 16. Wieso habe ich jetzt zweimal zugegeben? Aber ich habe das schon zugegeben gepflanzt. Ich bin im Schlafen wieder. Ich bin im Schlafen. Das habe ich ja gemacht. Jetzt sehe ich quasi den Weizen über die Tuben. Wobei, das wäre natürlich eine dumme Sache. Wenn ich mal gleich stoppen. Das will ich mal gleich stoppen. Das sollte ich hier nicht machen. Den brauche ich dann nicht. Dann möchte ich jetzt, was mache ich jetzt hier? Jetzt habe ich da Tuben gepflanzt, aber jetzt habe ich da zwei Weizen drüber gesät und jetzt habe ich die Hälfte des Feldes mit Tuben und die andere Hälfte mit Weizen oder wie? Auch mal interessant, mal sehen, ob das geht. Okay, lassen wir das mal. Dann fahren wir die jetzt mal runter. Dann stellen wir den wieder hier ab. Ja, also wenn man hier nicht Eisen im Kopf hat, dann machst du dauernd Fehler. Ich mach dann dauernd Fehler. Ja, also holen wir den jetzt mal ab. Und darum, den Dünger brauchen wir auch nicht. Oder doch? Was hat der jetzt hier? Bei der Düngung. Der 25 müsste gedüngt werden.
zwar komplett. Also, fangen wir da jetzt mal hin. Dann fahren wir mal hin. Dann legen wir das jetzt mal sehen, ob das macht. Manchmal macht das auch nicht, dann denkt er mit. Und dann kann ich den jetzt hier. Ja, der düngt jetzt das Feld. Okay, dann haben wir das gedüngt. Hier vorne haben wir Watte stehen und hinten haben wir Zuckergumm stehen. Also das ist ja schon erkannt. Ich habe dann nur den Watte hier vorne gedüngt und die Zuckergumm nicht. Also da hat die zwei Ränder gedüngt. Ja gut, auch gut. Ja. Hört das jetzt auf mit Rechnen oder? Ich habe kein Regenzeichen mehr da. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass ich vielleicht jetzt hier anfange zu ernten, oder wie? Also, nicht immer ab. Ja, was tun? Ich regnet immer noch. Also, ich sagte, Nachbar Feld 23 würde ich gerne, kann ich schon was machen heute? Kann ich ihn schon einsetzen? Ja, er erntet also, das sieht zwar in der Regung aus, aber der erntet die Kartoffeln schon mal ab. Sehr gut. Das ist der neue Feld, das ich jetzt hier habe. Das Feld 22. Schönes Feld. Da habe ich jetzt Kartoffeln drauf, da habe ich schon 30 Tonnen abgeerntet. Ich weiß nicht genau, wie viel ich abernten kann, aber der fährt also die schöne Bögen. Wenn das so ist, also dann könnte ich jetzt eigentlich die Kartoffelernte drüben mal vorantreiben. Für Feld 23, vielleicht auch für morgen. Das ist dann Feld 23 mit den Kartoffeln schon mal mit den Kartoffeln, die Kartoffelsäe. Das ist meine Kartoffelsämaschine, meine 100.000 Euro Kartoffelmaschine, komplett da. Der war von Grimme, ne? Ja, Grimme, genau. Und der düngt halt so und der sät die Kartoffeln. Also man kann das sich so vorstellen, da kommt eine Kartoffel rein, dann kommen zwei Düngekorn dazu oder so und dann war's das. Ja, jetzt habe ich also das Feld aufgedüngt und dann könnte ich mal oben den Drescher vielleicht reinwerfen. Dann müsste ich oben quasi, ja, brauche ich dann noch einen Traktor für oben. Also einen Traktor habe ich hier frei für die Kartoffeln. Und dann brauche ich oben noch einen zweiten Traktor für das Getreide, um das wegzufahren. Hier haben wir Feld 23 also. Irgendwo habe ich das gestern gekriegt auch. Da muss jetzt also nur noch die Kartoffelmaschine irgendwo so. Wird jetzt nicht aufgenommen, wenn ich mein Stück zusetzen. So von Anfang an. Noch ein Stückchen doof. Und dass ich dann, ja, also erstmal runtersetzen, einschalten, dann kann der Helfer Marsch machen, dann macht der Helfer Marsch. Genau. Jetzt werden also hier die Kartoffeln gesät,
Dieses ist da hinten. Wollen wir was sehen? Hier und nichts hier. Da kann man sehen, okay. Jetzt möchte ich oben den Dächer einschmeißen, den jetzt hier. Dann möchte ich das Sojafeld abernten. Ich möchte das Sojafeld abernten. Was ist das? Das 16 Gebüsch. Das Gebüsch 16, ne? Ich bin zurückfahren. Und dann so reinfahren gleich. Wechseln wir die Perspektive. So. Und dann tippen wir, wenn ich den absetzen, einschalten und Helfermarsch mal anlassen. Okay, jetzt baue ich hier oben einen Akkulader und einen Traktor dazu, damit der die Turbo gleich hier abtanken kann. Da habe ich den. Also baue ich jetzt 2 Traktoren. Die Maschine baue ich jetzt momentan nicht. Die kann ich jetzt also abhängen. Ne, abhängen bitte. So, dann werde ich jetzt da den Akkulader, einen Akkulader dranhängen. Wo ist der andere eigentlich? Der große steht ja schon oben. Ich weiß nicht genau. Also wo habe ich den anderen Akkulader? Ich habe 2 Stücke. Das hängt sich weg. Der steht schon drüben. Habe ich den da schon stehen? Ah. Steht der schon da? Ich will hier nicht mehr jetzt hier. Also. Das. Ja, den muss ich sowieso, den muss ich anhängen. Und ob der jetzt da oben kommt oder unten, weiß ich nicht genau. Okay. Fangen wir den mal an. Dann können wir mit dem nach oben fahren. Gleich. Und muss mal sehen, ob ich hier noch einen anderen Akkulader habe. Dann möchte ich das andere Gespann. Das nicht, nein. Wo habe ich jetzt da habe ich den. Da habe ich den, genau, der steht schon quasi dort bei dem Feld. Das Absenden ist okay, alles richtig. Jetzt fahre ich also, mit dem fahre ich jetzt mal hoch, zum Feld. Fahre ich jetzt den Schleichweg, meinen neuen. Und dann fahre ich da hoch für die Sojabohnen, um die Sojabohnen dann abzutanken. Das ist zwar noch nicht so weit, aber das kann die jetzt halt so weit sein. Und dann also bei 32 bin ich losgefahren. Bei 5-facher Geschwindigkeit. Bei 32. Ich bin gespannt, wann ich oben bin. 32. Ja, also das finde ich sehr schön an der Karte hier in Elbenport, dass es so eine urtümliche Landkarte ist, so eine Landschaft auch. Hier geht es jetzt wieder hoch, so mit Wegen und so, wie man das heute gar nicht mehr findet. Und so wie ich das auch in Elbenport jetzt von der Karte her nicht ausmache, sondern das ist alles durchorganisiert. Also das war hier irgendwie Kloster wohl, Spanisches. Soweit ich das verstanden habe. Jetzt fahren wir hier oben, sind wir gleich da. Jetzt sind wir gleich da.
Hier haben wir also das neue Feld von dem. Da ist also mein Mann, der da fleißig arbeitet. Und hier ist das Feld, hört es auf. Das neue Feld. Okay, die Ernte da sieht super gut aus. Wie sieht der Surpreis heute überhaupt aus? Was gibt es heute für Surbohnen? 15 und 1600, ja, geht so. Geht so. Ja. Gut. Weiter. Ja. Also, der wartet dort, der andere wartet oben. Der wartet jetzt hier, worauf? Auf besser Wetter oder wie? Und der eine düngt und dann kann der andere hier die Zukunft schon mal. Ich meine, dann müsste ich mit dem Zukunft, muss der erstmal Kraut schlagen oder? Der muss erstmal Kraut geschlagen werden bei Zukunft. Der ist heute noch schafft, weiß ich nicht so genau. Der sieht hier die Kartoffeln, sehr schön. Ja, also von meinen 3 Feldern nicht hier. Habe ich da also mehr in Arbeit. Der U-Boot, der fährt das Feld 16 ab. Und was ist das hier? Cecilia erntet das Feld 22 ab und der Jupp macht jetzt quasi 23. Ja. Was kommt jetzt als nächstes? Da habe ich 22, aber da habe ich jetzt hier. Da habe ich Ölsaat drauf. Ölsaaten davon habe ich dann nochmal Weizen drauf. 2 frische Arten. Okay. Ja, da möchte ich mal irgendwann ausprobieren, ob ich hier einen Schafstall aufstellen kann. Hier auf 24 vielleicht. Das Feld. Ohne dass ich da so große Höcke drin habe. Und dann brauche ich noch einen Tank irgendwo hin. Muss ich irgendwo einen Tank hinstellen. Okay. Und dann hätte ich quasi da die 2 Hühnerstelle und dann hätte ich noch einen Schafstall. Da unten passt kein Schafstall hin, soweit ich das sehe. Da baue ich einen Ladewagen. Ladewagen kostet 46.000. Der Tank kostet, also wenn ich mit 20 Tieren anfange, baue ich 30.000. Baue ich das sind dann eine Menge an Investitionskosten hier. Die muss man erstmal einholen. Also, das Feld 22 hat 280 gekostet, das kostet so 203. Und da braucht man 10, 15 Ernten, bis man das eingeholt hat. Mindestens, und das bei guten Preisen. Die oben, die Felder sind relativ preiswert, aber auch dort brauchst du 10, 20 Ernten, bis du den Preis einholst. Und was wird hier in 17 eigentlich angebaut? Früchte, da hat der Hafer. Und deswegen hat er jetzt Hafer angesetzt und den 14 Gäste wieder. 14 könnte ich heute auch noch abernten.
Müsste ich das aber erstmal kaufen. Ja. Also, die Einzelfertig, also der Fahrmanager hier, der schaut den Leuten mal was hinzu. Also, ich kann da gar nichts machen jetzt hier, weil arbeitet alles ab von vorn bis hinten, scheint mir. Das ist ein Riesenfeld hier trotzdem. 30 Tonnen habe ich schon. Ja, also das heißt, abends bin ich weggefahren. Das müsste ich eigentlich Firma. Natürlich, okay. Was macht der jetzt hier? Der ist fertig, dann kann ich mit dem, das ist die Kartoffelernte, das ist die durch, dann kann ich mit dem wieder zurückfahren. Fahr ich mit der Kartoffelernte wieder zurück in die Heimat. Und dann stelle ich ihn wieder ab, damit ich das also wiederfinde. Ja. So. Also, ich bin gar nicht ganz besoffen hier von dem Spiel. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber kommt hier der Kartoffelernte hin. Der kommt jetzt neben der Merkur-Maschine hier so hin. Den muss ich abstellen hier. Okay. Dann lassen wir den hier stehen. Und er verzehrt ja aber 20 da oben. Und das Feld 26. Und ich jetzt vielleicht mal okay, ist vielleicht unlogisch, aber dann könnte ich da heute drüber, da oben 26 mache ich da auch nochmal watzen. Hier drüben auf die Seite, da habe ich im Muttern das drauf. Das jetzt die Daumen noch watzen drauf sehe. Guck mal, so weit, ein Stückchen und dann kann ich den absenken, einschalten und dann kann ich den gummern lassen. Seht ihr hier so Walzen. Mein Guthaben schrumpft, wir sind bei 3 Tonnen und weil so viele Leute hier beschäftigt habe, das heißt, die Leute wollen alle Geld verdienen und ich müsste jetzt immer sehen, dass ich irgendwas verkaufe. Da haben wir den nicht schon mal, kommen wir die mal dahin. Da müssen wir hin, auf jeden Fall eine Kurve, eine Galante, dass wir dann runterkommen. So, dann haben wir die zweite Fuhrkartoffeln und dann gehen die ab, okay? Die sind ja Kartoffelbreiters,
Also wo fangen wir hin mit den Kartoffeln? 369, 381 haben wir also Hafenspeicher. Bis zum Hafenspeicher fahren. Da hat er 800, gibt dann 7600. Okay, aber 7600, damit kann ich dann schon mal die Löhne bezahlen. Dann müsste ich auch noch ein paar Ballen heute machen, aber ich komme gar nicht dazu, die Ballen zu machen. Also, ich habe 2 Ballen, habe ich glaube ich da auf dem Moses drauf, die kann nicht wegfahren. Und ja, mir fehlt ein schneller Traktor. Den baue ich eigentlich für das Gespann, für das Gasgespann, mal zwischendurch schnell Gas zu mähen. Und dann baue ich noch eine zweite Maschine, um so schnell die Sachen hin und her zu fahren. Und der Feld würde mir gefallen, der ist auch sehr schnell. Und aber dann habe ich jetzt was macht der jetzt hier? Der drückt dann so langsam an dir vorbei. So, haben wir Hafenspeicher, 7600 und die zweite Tour jetzt, also 14.000 quasi, ich wahrscheinlich nochmal eine Fuhr, also pro Ernte, und so weiter, fast jetzt kann ich hier abwerten, okay, ja. Ja, und dann sind wir um wieder weiter, 7600 haben wir bekommen, sehr gut. Und ja, also der Wald, der fährt sehr gut hier, der rollt. Na komm, fahr. Okay. Ja, also hier sind wir wieder auf dem Kartoffelfeld. Als zweimal Ernte geschafft. 2 Ernten habe ich schon. Sehe ich jetzt hier mein Feld oder nicht? Doch, das ist mein Feld, genau. Dann schafft er 3-mal. Also 40 Tonnen habe ich schon mal. Und wie viel habe ich jetzt geerntet? Der schafft nochmal 20 mindestens, wenn ich, der wo ist das Feld dort? Das Feld 22.
Da habe ich die Hälfte abgeerntet, könnte man sagen. Dann kann ich nochmal die Hälfte, wenn 40, nochmal 40 Tonnen, wenn nochmal 200, dann hätte ich da 14.000, 28.000 Einnahmen durch die Kartoffeln. Und ja, mal 10, man würde halt ein Thema abwenden, dann bin ich fast so weit, dass ich den Preis raus habe. Sonst 10 mal 15 mal sagen wir mal, 15 Ernten, muss ja hier noch die Kosten für die Gehälter bezahlen, für den Sprit, für das Saatgut, für den Dünger und so. 15 bis 20 Mal. Was ist da oben los? Was mit den anderen? Ich muss mal wechseln. Mit dem sehe ich zu weit oder nicht? Nee, bald zu weit. Ja, die fleißig abheben. Ja, aber ich komme nicht dazu, hier irgendwas zu machen. Ach, der hier fährt jetzt, ja genau, da fährt das Feld ab. Mit der Ölsatt. Ja, also ich habe keine Möglichkeit momentan, doch, ich könnte abhängen, den könnte ich abhängen, den muss ich abhängen und dann hänge ich da wieder meine Gasmaschine dran und dann muss ein kleiner anderer Traktor an, dass ich mit dem anderen Traktor dann die 3 Tonnen da mache und dass ich dann hier ein Passwort neu nehme, ein Passwort klein, dann könnt ihr in der Zwischenzeit mein Gas mähen, damit ich heute ja auch ein bisschen Geld verdiene. Okay, nehmen wir das mal an hier vorne, aber und dann fangen wir da zu der anderen Maschine hin, dann hängen wir die auch an. Das ist ja, dass ich heute ein paar Beine habe und wir haben schon 14 Uhr. Wir haben 14 Uhr schon und dann kann ich jetzt, ja, habe ich jetzt noch einen Traktor frei? Den noch frei? Ja, den habe ich frei. Mit dem kann ich jetzt den Anhänger am Kartoffelfeld zum Abtanken benutzen. Und wenn der voll ist, kann ich den vielleicht an die Seite setzen und dann mit dem schnellen Traktor den umsetzen und man sieht also, dauert dann schon mit seinen 15 Stundenkilometern, das dauert. Ja, also der ist soweit fertig. Hier, da wird das Feld jetzt gesät. Müssen wir das für morgen auch nochmal düngen oder so wann. Tja, und jetzt holen wir dann den anderen LKW, den Ladewagen, den Ergometer. Und dann hängen wir den Ergometer dran und können mit dem Ergometer dann abtanken. Ja, ich habe die optimale Methode hier auch noch nicht gefunden. Wie gesagt, da steht er. Da fange ich jetzt mal an. Und dann möchte ich da anhängen. Und dann ist der Akku dann.
Okay, haben wir. Jetzt kann ich mit dem dann abtanken. Okay, dann fangen wir wieder zurück hier. Diese andere Maschine. Wir sehen nicht. Zu der fangen wir. Dann können wir die mal einschalten. Wir können auch einschalten, absinken. Dann nicht nur hinten absinken, so. Und jetzt können wir fahren. Jetzt können wir ein paar Ballen sammeln. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen hier. Also Ball, der bringt dann auch 1000 Euro. Das kann man sich gut merken, wenn die Preise natürlich mal gut sind, sage ich mal. Und das bringt dann doch schon mal einiges in Geld in die Kasse. Also nur mit Kartoffeln und so alleine komme ich von meinen Schulden nicht runter. Zumal ich jetzt auch andere neue Geräte brauche. Und zum Beispiel jetzt Schafe sind gar nicht drin. Der Finanzaufwand ist so groß, den kann ich mir gar nicht leisten. Ich müsste erstmal auf den Neunhof und mal sehen, wo ich das hinsetze und so, wo man das machen kann. Aber mit Schafen verdient sie dann nicht so viel Geld. 30.000 hast du schon mal. Und da glaube ich, gehen 240 Schafe ein. Da hast du aber die Nummer gleich schon mal abzuhalten. Für 40.000. Ich stehe ganz schön, gerade. Ich muss den mal vorne sinken. So, jetzt sehe ich es mal. Ich wundere mich, dass ich hier keinen Ball bekomme. Das liegt natürlich daran, dass ich hier den nicht eingeschaltet habe. Dummerweise. Ich war da eingeschaltet, aber nicht dort, wo er eigentlich eingeschaltet sein sollte. Jetzt haben wir schon mal einen zum Beispiel, jetzt können wir den mal abpassen. Und dann haben wir schon mal 1000 Euro verdient heute. Kann ich die Lohnkosten bezahlen, damit ich bei den Lohnkosten neutral bin. Wenn ich ja 5.000, 6.000 Euro Lohnkosten habe, dass dann die Leute dann mit dem Gas hier bezahlen. Und wieder soweit. Also so geht das. Baut ich noch einen schnellen Traktor, einen zweiten Feld. Weil Feld ist ja auch ein schneller Traktor, um dann die Ernte wegzuschaffen. So habe ich gerade gesehen haben, wie lange ich brauche, um dann nach oben zu fahren. Da ist der Container schon wieder voll. Welcher? Habe ich nicht gesehen. Die Einblendung geht dann natürlich schnell wieder weg. Also will ich ja nochmal melden. Der meldet sich ja nochmal. Und ja, also haben wir einen voll. Okay. Und wollen wir jetzt weiterfahren. Ich sehe überhaupt kein Ballen. Da liegt ein Ballen, okay, 1000 Euro. Und ich habe gerade hinter mir auch einen abgeguckt.
Und da hinten liegt einer. 2003 Stück, einen habe ich gerade abgeworfen. Also. Zwei Stück jetzt. Nummer 3. Und weiter geht es. Ja, da drüben haben wir schon mal nur in der kurzen Zeit. Und da müssen die Unkosten zum Beispiel raus von heute. Die haben wir schon aus. Weil 3.000, 4.000 habe ich bisher noch gar nicht bezahlt, oder? Eigentlich zumindest, obwohl die Hälfte heute wie im Einsatz waren. Und viele im Einsatz sind auch noch. Dass ich dann auf diese Weise die Hälfte schon mal neutralisiert habe. Ja, also ich bezahle die Hälfte mit Gas und hoffe dann auf diese Weise mit den Kartoffeln hier meine Felder abzubezahlen. Ich habe sehr stark expandiert. Ich kaufe wie verrückt die Nachbarfelder auf. Dann kaufe ich noch teilweise die Felder auf, die dann so absenden. 14, 17 zum Beispiel. Und das kostet natürlich, und die Lohnkosten müssen auch erstmal wieder eingeholt werden. Das wird dann von der Ernte abgezogen und die Zinsen geht ja auch alle von der Ernte ab. Also, wenn ich jeden Tag 5.000 € für Zinsen bezahlen muss und meine Geräte für also da liegt einer. Und diesen Content jetzt gerade voll oder sie gar nicht. Vorhin hatte sich hier gemeldet, war irgendwas voll und der Zug überhaupt nicht war. Von dem, der diese war voll und jetzt mal wechseln hier. Ist der voll da hinten? Da sehe ich natürlich wieder nichts. Da sehe ich wieder nichts, der ist voll, genau. Das heißt, muss er wieder von hinten anfahren und den dann abtanken. Also von den 40, hier muss man an. Schafft man gut, ja. Schafft man gut. Also Fiat grüß Fiat. Dann können wir die Kartoffeln abtanken. Das wären also 50 schon mal. 50 Tonnen. Okay, dann können wir hier mal die Seite fahren. Und jetzt weiter. Okay. Also, das bringt weiter die Ernte, das fällt gut ab.
ein ideales Kartoffelfeld. Das ist das ideale Kartoffelfeld bei mir, weil ich natürlich eine Verarbeitung werden lassen kann. Und da oben, der ist auch voll, muss ich abdenken, damit die Soja ist. Diese Boden ist auch voll. Die muss ich jetzt abdenken, welche Seite ich dann da so runterfahren, das dann so alles kommunizieren. Da haben wir das, ja. Da haben wir den. Und dann sollte jetzt abgedenkt werden. Und dann wechseln. Macht er. Wird das Feld also abgeerntet, das Sojafeld. Und dann setzt als nächstes da die Rettich drauf. Dann brauchst du nicht so viel Mineraldünger zu kaufen. Das ist dann schön dafür. Okay, haben wir. Und dann kann ich wieder unten hinfahren, die ins Gras wieder einschalten und nochmal wechseln, da hinten auch einschalten, die beiden unten, ja. Und dann weiter geht es. Jetzt haben wir diese beiden mal abgedankt und dann können wir hier hinten rein abwerfen, möglicherweise. Und ja, dann muss ich vielleicht mal, wenn ich einen frei habe, ein Fiat in den Hose setzen, damit der die Beine aufsammelt. Und dann vielleicht zwischendurch schon mal was zu verkaufen. Dann kann ich hier weitermachen. Also, dass meine Gespann auch nicht so viel der stückeln muss. Also anspannen, abspannen und so. Das dauert eigentlich die ganze Umbruchszeiten. Nicht das mal, das dauert ja. Und ja, wann ich jetzt hier das Feld, wann sich das amortisiert hat, weiß ich so genau nicht. Also da sind ja so viele Kosten jetzt hier, das erschreckt mich erstmal. Also ich sag mal 15 bis 20 Mal Ernte pro Feld und ich habe mehrere Felder. Das heißt, ich muss 15 bis 20 Mal die Felder erstmal abfahren und so und abernten lassen. Und das soll jedes Mal mit Helfern und so. Das dauert natürlich, bis ich dann mal von den Schulen runterkomme. Okay, dann sind wir voll. Habe ich jetzt irgendwas frei? Hier nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Der ist frei gerade. Der hat das Feld geholt. Dann kann ich mit dem mal wieder unten hinstellen. Da stehen die anderen Datenmaschinen, kommen wir jetzt da durch. Ich hoffe doch, ne? Okay, dann müssen wir jetzt hier da runterfahren. Und dann stoppt man langsam. Ich möchte hier gleich hier hochfahren. Ja, so nicht, aber fast. Und so kommen wir dann vielleicht dann vorbei. Das hier so hinstellen und den hier abstellen. Okay, dann will ich den Nosus jetzt dann machen. Den Nosus. Dann kann ich mit dem Nosus schon mal Ballen verkaufen. Damit die Beine nicht alle so dumm rumliegen. Und
wenn ich mal 8 Stück verkaufen. Damit die Finanzlage sich ein bisschen bessert hier, damit ich die Löhne bezahlen kann. Haben wir den abbauen und dann können wir da, du bist meine Nummer 1 hier, Nummer 1, komm her, haben wir, gut. Und dann Nummer 1, dann bist du meine Nummer 2 da. Gehe ich schon 8 Stück zusammen. Nummer 2 und dann Nummer 3, ne? Dann ist Nummer 3 und dann haben wir dann Nummer 4 und dann Nummer 4 hier. Das war nichts, da sind wir dann vorbeigefahren. Und da bist du meine Nummer 4. Bist du meine Nummer 4? Ich weiß nicht, ob du dir das hilft, aber immerhin, hier liegen glaube ich schon irgendwo 2 Stück, ne? Wir sagen, da liegt eine, genau. So, mal sehen, dass wir jetzt hier die erste schon mal nehmen. Und dann nehmen wir hier den zweiten. So, haben wir die beide. So, 6 Stück, ja. 6 Stück haben wir. Und da liegt ja noch einer. Nummer 7. Du bist meine Nummer 7. Okay, haben wir auch. Und die Nummer 8. Ja, die Nummer 8 liegt da hinten. Die wollte vorhin schon nicht, aber jetzt. Dann haben wir Nummer 8, dann haben wir schon mal 8000 oder 6000, je nachdem. Haben wir genau, können wir den umlassen. Und dann fangen wir zu schauen mal gleich. Und können wir die gleich bei der Stunde verkaufen. Das verbessert schon mal die Einnahmesituation. Und braucht natürlich wieder Zeit, ja. Zeit, die ich jetzt nicht habe, weiter Beine zu produzieren, aber der Tag hat halt nur 24 Stunden, mehr geht nicht. Und der Bauer kann da keine 24 Stunden arbeiten, sondern höchstens 14, 16. Okay. Also Eier hält natürlich auf und Schafe halten auch auf. Wäre es nicht so sehr jetzt wie die Felder. Feldarbeit scheint in vieler Hinsicht die einfachste Arbeit zu sein. Du steuerst dann die Maschine, setzt die Helfer in Gang und fertig. Falls die Sachen natürlich voll aufgestellt sind, brauchst du die dann nur abernten. Wenn jetzt hier die Eier jeden Tag einzusortieren, den Hühnerstall sauber zu machen, dann Futter zu besorgen, das ist natürlich schon aufwendiger. Also, und Schweine ist natürlich überhaupt die Krönung. Und man sieht auch wenig Leute, die jetzt einen Bauernhof haben, die jetzt quasi nur okay. Wir gehen und dann vorbei oder nicht? Die sind die wahrscheinlich irgendwann die Seite fahren so. Dieses Haus hier. Wir drauf, ja. Wir sind im Mountain, ja, wir unten, wo wir den hochfahren.
dann den abladen und dann mal entladen. Lohnt dann schon wieder 600 €. 10.000, na gut, das mindert schon mal die Lohnkosten. Das mindert schon mal die Lohnkosten. Dann kann ich den hochsetzen. Also jetzt ist mein Hof so einigermaßen schuldenfrei zwar nicht, aber ich habe den jetzt so weit, dass ich hier zumindest Einnahmeziele, aber mit Haus habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Das muss ich jetzt auch mal machen, dass ich ein Stück Holz mal eine Säge nehme und das dann da durchsäge und dann verkaufe. Ja, was sieht jetzt hier aus? Das Feld wird jetzt, da wachsen jetzt die Kartoffeln drauf. Muss ich bald düngen. Sehr schön heute oder wann. Mal sehen, dass ich dann da die Kartoffeln zweite Mal gedüngt bekomme. Damit ich eine gute Kartoffelernte bekomme mit zweimal Düngen. Und ja, kann ich jetzt gleich machen. Ich könnte den jetzt gleich hinstellen. Und ich habe die 10.000 haben wir jetzt erstmal. Wir werden auch gleich noch ein paar fahren, aber den verdient haben wir schon mal. Und dann hole ich den Dünger. Dann hole ich den Dünger. Dann fange ich jetzt hier hoch. Und dann dünge ich jetzt das Feld 23, wo wir gerade die Kartoffeln gesät haben. Und wo dann die Kartoffeln sogar rausgekommen sind. Da will ich mal suchen, ob ich da das schon düngen kann. Und das Feld hier, das wird jetzt, da habe ich ja die, gehen wir drauf, fangen wir den an. Wie sieht das bei den Feldern aus? Bei der Düngung jetzt hier, da haben wir im Moment 24 haben wir so gedüngt, 25 teilweise und 26 noch nicht und 23 wollen wir düngen. Das heißt also, wir düngen jetzt mit 23 drüben und ja, dann düngen wir das und hier habe ich meinen Tank stehen. Tank brauche ich momentan nicht. Ja, hier könnte ich noch Wassertank oder sowas hinstellen, wenn ich halt mal Schafe haben sollte. Aber ich sagte, Schafe, 180.000 kostet der große Stall, 20 Schafe starten, bis nochmal 30.000, dann der Tank, die 8.500, der mobile, dann der Festtank, der Wasseranschluss, Nummer 5.000, dann die Lademaschine für Gas, einmal 46.000, das lippert sich dann schön zusammen. Okay, wir sind drauf, dann können wir den jetzt hier einschalten und dann macht er nicht. Warum nicht? Sind wir nicht so weit, oder? Der düngt aber nicht. Doch jetzt düngt er, okay. Weil nicht weit genug Fett auf. Okay.
Also ich kann meinen Umsatz hier durch den Helferansatz, kann ich den Umsatz hier vergrößern, aber okay. Da haben wir Silberbogen 15,5. Machen wir mal hier weiter. Vorne und hinten, dass wir den weiten Bahn holen. 10.000 haben wir schon mal für die Lohnkosten und da rein. Also sagen wir mal, davon sind jetzt 4.000 bleiben dann übrig für die Zinsen, ne? Oder 12.000 brauche ich dann quasi pro Tag für Zinsen und für Lohnzahlung. Oder? Also 5.000 habe ich bisher für Zinsen und 5.000 auch für Lohnzahlung. Das sind 10.000 ungefähr. Und dann habe ich noch Wartungskosten und Sprit und Verbrauch und Dünger. Das sind nochmal. Das sind dann nochmal ein paar Kosten. Wenn ich das mal an, wenn ich mal wegstoße. Okay. Und 4 Stück jetzt. Also 12, 15, da brauche ich dann quasi schon noch allein für meine Unkosten. 15.000 für meine Unkosten, kann das sein? 5.000 Kredite, 5.000 Löhne und dann sind immer 5.000 für Reparaturen, Wartung, Sprit, Dünger und so weiter, wenn ich damit hinkomme. 15.000 pro Tag oder pro Saison. Das heißt, ich muss 15 Beine mal jeden Tag machen, nur um die Unkosten zu decken und den Kredit abzubezahlen. Und das, was über 15.000 hinausgeht, kann ich für die Tilgung verwenden. Und da ich ja gerade bei 30.000 bin, bei 30.000 mal wieder hinabwerfen, habe ich also 10.000 bis 15.000 pro Tag noch von Tilgung. Und bis ich dann die 800.000 abbezahlt habe, das sollte, wie viel Tage für, massig. Und wenn mir zwischendurch jemand einfällt, ich möchte noch einen Traktor, ich möchte noch dies, ich möchte noch das haben, ja, dann komme ich in Ihrem grünen Netzwerk. Also 15.000 brauche ich bisher schon allein für. Und da bin ich ja lange nicht in der Gewinnzone. Da habe ich zwar Schulden, aber die auch gar nicht auf schnelle Art und Weise, wie ich von den Schulden wieder runterkomme. Ich habe zwar jetzt viele Felder, bin jetzt ein Feldmillionär hier, aber dafür kann ich mir eigentlich auch nichts kaufen. Ich brauche nicht hier die Ende das hier ab und statt das abzuhandeln, liegt das jetzt hier. Okay, weiter geht es. Das will ich hier mal mitnehmen. Dann nehmen wir den hier mit. Aber wieder rein. Und also das ist schon irgendwie arbeitsähnlich jetzt hier.
das Spiel, das ist arbeitsähnlich. Deswegen wird zum Beispiel so viele Erwachsene jetzt hier keinen Spaß haben, weil es dann so wie Arbeit aussieht. Ein Arbeitsersatz kann man durch so eine simultane Tätigkeit eine Ersatzbefriedigung erzielen durch Arbeit. Und du siehst, was du geschafft hast. Und das ist eine teilweise stupide Arbeit. Ja, man sieht zwar, dass man vorankommt, aber das dauert natürlich also Ewigkeiten hier. Ein ganzes Leben eigentlich. Auf Feld, der hat von Kontakt, das müsste der Helfer oben sein, ne? Helfer H. Die Hubert hatte den Vollkontakt. Wo ist Hubert jetzt? Weiß ich genau. Das könnte der Hubert oben sein, ne? Der Hubert hatte den Vollkontakt. Vielleicht ist es jetzt. Mal schauen. Wo ist jetzt Hubert? Hubert ist da oben, genau. Ach, das heißt, ich habe jetzt zweimal gebracht, 10.000 habe ich jetzt von dem Feld, von dem anderen Feld. Hier ist 10.000 ist runter, 12.600. Das ist das Feld abgeholt, wir können das nächste Feld gleich auch sehen. Sind die beiden Felder fertig da oben? Komm back zu mir. Das zweite Feld noch nicht, aber das erste, was habe ich da? Gestern, glaube ich, ne? Da ist, glaube ich, gestern. Da können wir das kaufen für das erste Feld. Was haben wir da gestern genau? Dann nannte ich jetzt das ab, 11.600. Und jetzt ist er voll. Okay. Wo ist der Grundtank? Und dann kann ich hier Fahren machen. Oder zum nächsten Feld runterfahren. Wenn wir kurz weiterfahren. So reinfahren. Ne, in den möchte ich reinfahren. Und da möchte ich jetzt das so ausfahren. Und nein, das so möchte ich ausfahren. Dann möchte ich das jetzt da mitnehmen. Möchte ich es hier ablenken. Dann denken wir, das ist ab hier am Abhängen. Ohne dass wir jetzt abstürzen. Okay. Dann hast du gerade geschafft. Also jetzt haben wir 10.000 bei Soja. Ist der Preis bei Soja noch gut oder? Was haben wir Soja momentan? Soja haben wir jetzt da 1450. Das ist der beste Sojapreis bei der Hensch. Das passt mir, das liegt seitdem in der Nähe. Mit 1600, genau. Dann fahren wir da gleich mal hin. Dann muss ich jetzt mal zurückfahren, dass ich dann von der Abklärung wegkomme. Und dann fahre ich hier so einmal um. Und dann fahren wir hier zum Feld. Das ist nicht mein Feld, denn hier fahren wir erstmal von der Straße. Und dann fahren wir gleich mal zum Bauern, der Ranch. Wir verkaufen die Sojabohnen. 10.000, das sind 16.000 dann, die wir auf diese Weise schon mal haben. Ein guter Verdienst, sage ich mal. Und
zweimal habe ich jetzt dort kapiert, das Feld. Das heißt, da war jetzt jetzt wollte ich mal 16.000 Bauschutzszenen ernten und dann quasi die Kosten 10, 15 ernten wieder und die Kosten. Das Feld ist ja so und das Feld ist der Preiswert, das zweite kostet glaube ich nur 140.000 oder so, 130.000 oder 126.000, weiß ich momentan nicht genau. Und ja, mit 10 Tonnen dann kann ich gleich den Helfer hochsetzen, dann kann das Feld wieder düngen oder ich habe zu viel Schulden, dadurch muss ich zu viel an die Bank bezahlen und ich wachse nicht richtig. Und ja, jetzt habe ich zwar viele Felder, aber kann dadurch auch viel Ernte machen. Okay. Mache also schön Umsatz, aber bleibt dann nicht mehr viel übrig. 16.000 und jeder Spiel geht ja noch ohne Steuern und so. Und Einkommensteuer und alles. Das heißt, du arbeitest, aber ja, was mache ich jetzt? Ich nehme die Geister mit im ersten Feld, dass wir das erste Feld klauen, dass wir das erste Feld kaufen vielleicht, auf Kredit erstmal, das abernten und dann habe ich noch Gäste, ne? Und die Gäste kann ich verkaufen oder das bringt auch nicht so viel. Das heißt, erstmal zum Eckfeld gehen und dann hole ich mir den Dächer hoch. Hier sind wir. Mit dem Dächer, mit dem fahre ich jetzt mal wieder hoch. Dann fahre ich mal vorne zum Eckfeld. Und hier kann ich morgen düngen, das hole ich morgen. Da habe ich morgen das Feld, das Eckfeld kann ich jetzt heute machen. Und da steht den hier schon gummern und dann hier so wohnen und erstmal wieder sich ansetzen. Also, um also das Eckfeld 14 und das abzahlen muss ich jetzt mal kaufen. Und dazu muss ich jetzt mal meine Kredite mal erhöhen, kurzzeitig. Wo ist denn das Feld? Hier fängt das an, glaube ich. Hier sind wir drin, ne? Genau. Hier sind wir drin. Dann müssen wir hier das Feld abhalten. Okay. Und dann müssen wir das mal kaufen. Finanzlage. Wie viel haben wir noch? Jetzt habe ich 30.000 gesamt. 34.000 habe ich Konto. Jetzt baue ich also 100.000. 100.000 bauen wir. Also 34, dann können wir mal hier rüber das Feld mal kurz am Mic drücken. Dann kaufen das Feld kaufen. Ja. Jetzt haben wir das Feld gekauft, jetzt können wir das abwenden. Kann ich das abwenden? Da möchte ich mal kurz drauf. Da möchte ich mal kurz drauf hier.
nicht durchsetzen. Ich möchte drauf jetzt hier. Der Bildschirm. Möchte jetzt hier der Größe drauf. Und jetzt möchte ich den absenken. Und dann da so ein bisschen rüberfahren. Und dann einschalten. Und jetzt in der Fahren. Nee, wieder einschalten. Und jetzt einfach fahren. Jetzt haben wir so eine kleine Kästenernte. Und für das Feld hinten möchte ich jetzt hier mit der ist schon wieder voll. Ich mit dem auch schon wieder vorfahren. Mit dem nicht, mit dem anderen. Mit dem möchte ich ja vorfahren. Ne, mit dem auch nicht. Mit der Maschine muss ich vorfahren. Und das heißt, da muss ich dann erstmal der hat den Ergolader drin. Und ja, dass ich den Ergolader drunter habe. Und so, okay. Dann werden 20 Kartoffeln wieder abgeladen. Das ist die dritte Fuhr jetzt. Da habe ich 60 Tonnen Kartoffeln schon mal abgerennt. Und das bringt nochmal 20, denke ich. 80 Tonnen Kartoffeln. Okay. Ja, bisher habe ich jetzt immer 7000 bekommen. Und wohin jetzt damit? Kriege ich beim meisten einen guten Preis für Kartoffeln? Manche Kartoffelpreis beim meisten gut, ja. Junge, Kartoffelpreis kann man ja selber fahren, ist dann nicht so weit. Dann fahren wir die Kartoffeln dorthin. Dann kriegen wir nochmal 6000 € dafür. Beim meisten. Ja. Dann könnte ich jetzt noch den Energy setzen, für das Feld, das ich gerade oben abgerentet habe. Was haben wir jetzt heute? Was haben wir 16 Uhr? Ja, das schaffen wir vielleicht noch. Und da schaffe ich den, wenn wir auch noch schaffen, die zweite Fuhr. Dann habe ich das Kartoffelfeld heute komplett 80 Tonnen abgeerntet. Das lohnt sich also. 7,14, das ist die dritte Fuhr. Kartoffeln. Hier haben wir 7000, okay. Das heißt, wir haben bisher 21.000 von dem Feld. Wenn ich dann noch eine Rente komme, komme ich auf 28.000. Genau, das heißt 10 Mal brauche ich, um das Feld zu bezahlen. Und dann habe ich aber immer noch nicht alles drin. Dann bei 10 Mal ist das Feld bezahlt. Und da brauche ich dann 2-3 Mal, um das Saatgut die Kosten zu bezahlen. Und 280.000 ist natürlich eine Menge Geld. Ja. Und dann die Grundstücke, die werden auch nicht in 1-2 Tagen gekauft, sondern das dauert Jahre, Jahrzehnte, bis die gehören. Und da arbeiten dann mehr Generationen dran, um das Feld abzuarbeiten mit der Ernte. Und in der Zwischenzeit schwimmst du also nicht im Geld, die gehören zwar in die Felder, aber okay.
Den können wir jetzt hier weiterfahren. Müssen wir mal hier hin. Und dann, was habe ich jetzt hier noch? Der setzt da oben ab. Der tut hier. Das war die Düngemaschine. Mit der kann ich wieder zurückfahren. Hier hat dann das Feld gedüngt hier. Und dann brauche ich die andere Düngemaschine, die andere Sämaschine. Die fahre ich dann nach oben und das Feld 16, damit euer Tisch jetzt mal zu sehen. Da fahre ich da hoch. Da kann ich noch ein paar Beine gleich einsammeln, damit ich auf meine Unkosten komme. 15.000 brauche ich also, Pi mal Daumen, sage ich mal, um meine Unkosten zu decken, meine Kredite zu bezahlen, meine Löhne und vielleicht sogar die falsche zu sehen. Also, und wir sehen ja mal abhängig ab. Jetzt wollte ich die Maschine hinten holen. Also, dann die Maschine, mit der wollte ich die Maschine nach oben bringen. Die Maschine nach oben bringen. Das mache ich jetzt auch. Dann fahre ich die nach oben. Und dann fahre ich mit den Scheißweg hoch, ne? Fahre ich jetzt auch den Scheißweg hoch. Mit 12 ein bisschen näher dran. Dann kann ich da nochmal Leute sehen. Dann schon mal die Leute einstellen. Da haben wir die Leute wollte ich einstellen. Nee, ich wollte die Leute einstellen. Ach, das ist die Kartmaschine, ja. Klar, da kann ich schon Kartoffeln machen. Ich bin am Schlafen. Ich fahre mit der Kartoffelmaschine. Ich habe die jetzt verwechselt mit der Saatmaschine, mit der Robomaschine hier. Die düngt und sät gerade Kartoffeln, nur Kartoffeln jetzt hier. Das ist doch komplett 100.000. Die sollen sie hier stehen bleiben. Ich wollte eigentlich die anderen haben. Die wollte ich dann wieder haben. Weil das war eine Maschine, mit der ich den Öl sehen kann. Die einzige auch, die das Öl schafft. Aber, und das können wir hier, jetzt ja Farbs, theoretisch, genau. Reicht das jetzt noch? Ne, das reicht nicht. Ich muss wieder zum Shop erstmal fahren. Dann den Dünger auffüllen. Und ich hätte wieder nur am Fahren jetzt hier. Und am Shop steht jetzt noch der Dünger. Und dann fahre ich vom Shop zum Feld hoch. Und zwischendurch ist dann wahrscheinlich wieder der Tank voll. Der eine oder andere. Und die Ball, dazu komme ich gar nicht die einzusammeln. Weil es ja auch wieder ewig lange dauert. Die Maschinen jetzt hier zum Shop zu fahren.
Also, ich muss mal die Fahrzeiten messen. Wie lange brauche ich von wo nach wo? Mit dem Geld, das dauert ja ewig jetzt hier. Aber okay, sag mal, am Sammeln ist es kein Weg vorbei. Der muss aufgefüllt werden. Ich war heute schon mal da mit dem Kartoffelernte. Die muss ich vielleicht auch mal hinfahren. Und ja, was haben wir momentan? Habe ich halt das Feld gekauft, dann verkaufen das nachher wieder. Und dann sehen wir, was davon übrig bleibt. Also die Vorbereitung jetzt der nächsten Sachen, der nächsten Düngevorgänge. Die lange Perspektive jetzt quasi. Und sich das mal lohnt jetzt hier. Also da haben wir den Dünger stehen. Dann können wir jetzt hier mal sehen, dass wir hier was aufladen hier davon. Den ersten brauchte ich nochmal. Der erste reicht wieder schon. Das jetzt hier. Und der hält den schon mal auf. Der geht schon mal auf. Dann muss ich zum nächsten fahren hier. Und den auch auf. Ist auch weg. Also, der Stück, den Dose haben wir nichts hier weg. Bräuchte am 19 mal. Normal kaufen. Wie gesagt, Gepäck, Details, kaufen, ja okay, kaufen, ja okay, kaufen, ja okay. Dreimal, reicht das? Will nochmal kaufen, ja okay. Und dann zurück, wieder zurück, nochmal zurück. So, mit dem Stück hinfahren. Und du nicht. Also, wenn wir so umfahren wieder mal umfahren. Und da müssen wir jetzt in das Feld anfahren. Dass wir jetzt erstmal hier anfahren. Und dann können wir vielleicht den ersten gleich aufladen. Okay. Einmal drücken. Seht das auf. Hier ist voll. So viel brauche ich überhaupt gar nicht. Und da kann ich jetzt mit dem vollen Tank nach oben fahren. Habe ich mich vertan jetzt hier. Die muss ich halt jetzt hochfahren. Zum Feld. Und dann war das Feld. Was haben wir denn? 18 Uhr haben wir gleich. Also 18 Uhr. Dann kann der Feld 16 mit Öltisch draufsetzen. Und dann kann ich anschließend vielleicht das Feld 15, wenn ich das morgen abgerendet habe, mit Öltisch. Ja, hat der vollen Kontext klar. Und so. Ja, das ist die zwei Geräte, die zwei Schnellgeräte, die sind blockiert für andere Tätigkeiten und hängen an dem Gespann dran.
die Ware zu transportieren. Und das kann ich ja noch nicht verwenden. Muss ich sie mit den Leistungsgeräten ja durch die Gegend drücken, das dauert natürlich ewig. Fahren wir hier so runter, aber wir sind gleich da und wir kommen auf dem Ziel und der jetzt ist voll, der und der jetzt hier, der fährt noch, glaube ich, der fährt noch hier und das ist ja voll, ich kann nichts erkennen momentan. Das scheint zu fahren, oder? Darum ist jetzt hier nur, ja, der fährt, glaube ich. Und dann fahren wir mit dem jetzt hier zum abgegrenzten Feld da oben. Hier wechselt jetzt immer die Jogbohnen, die ich morgen abernte. Und jetzt setze ich mal die Öl da drin. Und da kommt dann die übernächste hier. Also, wo ist jetzt hier mein Tank hier? Also, der Tank steht da oben. Ich muss mit dem auch runterfahren. Ja. Also, hier muss man das halt, hier muss das gleich jetzt anfangen. Ich muss gleich mal sehen, wo das da anfängt hier. Das sind dann drauf gemacht. Hier, glaube ich, muss ich drauf, genau. Hier muss ich drauf. Hier fängt das Feld an. Und dann ist die so runtergekommen. So bin ich schon drauf. Noch nicht ganz. Jetzt bin ich drauf. Und das ist jetzt hier. Öl hat sich eingeschaltet. Okay. Wir müssen den absenken, einschalten. Und dann eine Hälfte Marschbahn lassen. Okay. Dann muss ich da hinten auf den drauf. Mit dem fahre ich mal runter zu dem anderen dort. Ja, die Raben. Hier kommt der Oberrabe. Also, und das hat jetzt hier was nicht zum Abhören. Ne, der hat nicht zum Abhören. Aber der kommt auch bald. Was hat der jetzt hier? Unter 400, okay. Unter 400. Und der jetzt hier? Er hat die 10.000 wieder voll. Dann kann ich mal mit dem weit, dem auch nicht. Mit dem jetzt hier, wenn ich mal fahren, wenn ich mal die muss ich jetzt umfahren. Welche Seite? Hier muss ich Hier muss ich umfahren. Und dann hier abhalten. Genau. Dann lernen wir hier ab. Da unten runter, ne? Okay. Das sind also 70 Tonnen jetzt. Das ist 70 und der schafft hier nochmal 2 Tonnen. 70 Tonnen. Über 80 Tonnen. Okay, haben wir. Jetzt haben wir sie. Dann muss ich weiterfahren. 80 Tonnen haben wir. In diesem Feld die 80 Tonnen, der schafft ja sogar 100 Tonnen hier. Okay, wo geht's hier weiter? Der ist voll, wo ist gefahren? Hoffe ich doch zumindest. Okay, dann muss ich jetzt hier den blauen.
auf den Baumbusch. Ich möchte so mitnehmen hier. Ich möchte so hier mitnehmen. Also nicht mitnehmen wörtlich, aber dass ich das gesund habe. So. Weiter. Okay. Das sollte jetzt ja bleiben. Dann das ab, okay. Haben wir die Gäste drin. Und was mache ich mit der Gäste? Ich ziehe mein Silo ein oder verfütter ich dann meine Tiere? Also, nehmen wir mal 5600. Für Gäste gibt es sowieso nicht viel Geld, oder? Für Gäste. Was gibt es für Gäste heute? Jetzt das Symbol. Da gibt es 600. Ja, die glaube 800 habe ich drin. 800 habe ich im Silo und 20.000 Weizen habe ich im Silo. 60.000 Tonnen habe ich als Reserve. Das reicht. Das reicht eigentlich für die Reserve. Da brauchen wir keine weitere Reserve. So, vielleicht das verkaufen sollte. Jetzt ist mal weg hier. Und dann fahren wir mit dem Stück vor. An die Seite. An die Seite fahren wir mit dem. Ein bisschen beobachten können. Okay. Also mir fällt auf, dass ich hätte vorhin das mit dem Weizen abgeschaltet gestern. Jetzt hat er wieder selber rückgängig gemacht. Das heißt, das funktioniert dann nur auf Kommando oder wie. Hier können wir ein bisschen weitermachen. Der andere auch weiter, ja. Dass ich jetzt hier vielleicht mal weiterkomme. Und dann können wir den noch mitnehmen. So. Dann kommt er hoch. Und dahin runter. Die können wie einen werfen. Den hier abwerfen. Damit ich meine 15 Ballen am Tag schaffe. 15 bis 20 Ballen. Damit ich die Unkosten einhole. Also meine Kreditkosten sagte ich 5.000. Meine Lohnkosten sind auch 5.000. Und dass ich das dann so einhole. Und dazu brauche ich schon 15 Ballen bei gutem Preis. 800 €. Hier haben wir das probieren. Und mit der Wasserpeilung und dann nochmal dann haben wir das Feld hier geschafft. Dann haben wir das Feld und dann kann ich das hier abgeben. Ich kann es unten, aber hier haben wir ein paar Sachen. Hier haben wir ein paar Sachen. Und wenn ich hier nochmal durchfahren, dann sind wir voll, okay. Wenn wir hier dann abwürfen, den Ballen, dann war es das für heute von mir.
sind einer weg und sind wir weiterfahren. Und wenn der fertig ist mit dem Kugel, dann dort steht die nächste Unteraufstellung, den abfahren können und ich die nächsten Beine aufpassen. Hier kann ich dann noch einen Bein abpassen. Und so, ja, dann will ich die noch einen Bein ab, wenn das geht. Dann fahre ich jetzt dazu und ja, wie sieht es aus, habe ich jetzt hier noch was frei in Gärten, der ist eine Arbeit, der ist auch Arbeit, der arbeitet auch 3-4 arbeiten. Also das heißt, ich möchte also jetzt hier sehr gerne was fertig damit. Wo habe ich die überhaupt? Wo sind die jetzt im Einsatz? Also da, hier ist da oben. Ne, E ist da. C ist da. Und also ich habe 3 Helfermanzen momentan, aber nur 2 Traktoren. Dann steht da oben noch einer. Ich habe die alle im Einsatz momentan. Also, 3 Traktoren. Ich habe mir gedacht, ich muss ja mal quasi jetzt hier den Pöltinger müssen wir wechseln, dann den Pöltinger abhängen, so, und dann kommen wir mit dem mal darüber. Habe ich jetzt hier den Kuhn hin und dann den Kuhn hin. Dann warte bitte rüber. So. Und dann können Sie die Nose anhängen. Und das Zement ist hier. Kriegt ja noch ein Band zusammen? Ja. Haben wir 8 Stück. Immer 10.000. Bei 10.000 hätte ich natürlich die laufenden Kosten gesenkt. Okay, haben wir. Das mit dem aus. Und dann, wo ist die Nummer 1? Wo ist meine Nummer 1 hier? Da, du bist meine Nummer 1. Du bist meine Nummer 2. Und bist du meine Nummer 3. Also 10.000 haben wir schon mal. Das heißt, die Kosten für heute haben wir schon mal gedeckt. Und da haben wir Nummer 4. Da haben wir Nummer 4. Das ist Nummer 5. Und dann Nummer 6. Dann Nummer 14 heute. Wie geht sie durch? 14. Da sind keine mehr. 14. 14. Ja, 14 wäre ich schon wieder geschafft. Da sind keine mehr. 14 Stück heute. Da oben sind keine. 14 Beine heute. Da ist der andere da unten. 14, da kommt Nummer 15. Du bist meine Nummer 7 jetzt hier. Ich würde den aufmachen. Und dann haben wir jetzt hier 7 Stück. Und 18, 15. Das sollte reichen erstmal. Und die Basiskosten an Lohnkosten, an Kreditkosten und dann für Saatgut und so, für das Nötigste, für Saatgut und für Dünger, habe ich heute wieder ausgegeben, 15.000 quasi.
bei der Feldanzahl, die ich momentan habe, mit dem Schuldenstand. Kann ich jetzt schon eine Prognose machen, wie viel Vorgänge ich noch brauche, um mir die Situation zu verbessern? Also Schafe wird die Situation nicht verbessern. Die verschafft ihr noch, weil die sind erstmal mit weiteren Kreditkosten verbunden und das führt zwar zu höheren Einnahmen, aber jetzt ist auch nicht dazu, wenn ich jetzt hier drin bin, ja, wir werden noch. Und dann hoffen wir, dass wir nochmal 7.000 bekommen oder 8.000. Dann haben wir heute bei Beinen zum Beispiel 6.000 nur. 6.000 nur für die Beine, das ist aber wenig. Das ist aber wenig. Der Preis hat mir sehr gefallen. Vorhin hatte ich noch 10.000, jetzt habe ich nur noch 7.000 bekommen. Habe ich heute 16.000 bei den Beinen verdient, glaube ich. Ne? Was habe ich bei den Beinen verdient heute? Wo sind wir jetzt hier? Da haben wir 16.000 genau. Die jetzt beiden 10.000 und so weiter. Also da haben wir 16.000 und bei der anderen haben wir bisher 35.000. Das sind dann 41, 51.000 bisher. Ein guter Ernteteig. Und dann können wir die nachher wieder zurückbringen. Und die zurückzahlen, und wir sind jetzt kurzzeitig bei 9.000 Schulden. Und mal zurückgehen. So. Dann machen wir jetzt mal die 114.000 auf dem Feld. Ja, hier wollte ich aber nicht hin. Hier wollte ich nicht hin. Ich wollte dorthin. Und ich auch dorthin. Ja, genau. Jetzt haben wir 19 Uhr, haben wir gleich 19.30 ist die Zeit für Abend. Viel mehr läuft heute nicht mehr. Ich muss das vielleicht morgen zu Ende machen, wahrscheinlich zu Ende ernten. Das Feld 22 ist ein Riesenfeld, ja. Kann ich morgen nochmal 20 Tonnen runterholen, oder wie? Wo kommt ihr jetzt her? Wieso liegt ihr da auf der Stadt? Ich hätte dich in den Film eingepackt, oder nicht? Den vergessen, okay. Machen wir den morgen weg. Und jetzt hängen wir den jetzt mal ab hier. Und dann bleibt der da stehen. Ja, jetzt haben wir noch was. Jetzt haben wir noch welche Geräte. Die sind unterwegs. Der jetzt hier ist schon wieder fertig. Oder wie? Der hat den beendet. Der ist ganz fertig. Der ist fertig, komplett beendet. Und der müssen wir wechseln. Das geht hier. Das wechseln wir hier drauf. Jetzt haben wir nochmal 15 drin. Und machen wir die so aus. Also, ich hätte gedacht, dass ich da vielleicht schon eine weitere bekomme, aber hier war ich
Hier war ich jetzt mal etwas runter, wir dann 15.000 hier, also 80 waren knapp 80 Stunden. Okay. Dann haben die Kartoffeln getan ab, aber 15.000, also 80. Dreimal war ich bisher bei 21 und jetzt habe ich immer, aber ich schien mir das ziemlich wenig zu sein, weil man jemand beim Kabau hier wo es fällt, der Herr begeistert sein, die auf seinem Feld von, denke ich mal, ja, vielleicht mal wieder zum Beispiel die richtige Kartoffeln gekauft, zu verkaufen, die Scheiße. Und habt ihr immer noch die besten Kartoffelpreis hier? Beim anderen Job, bei anderen sieht es aus, bei Kartoffeln, ich habe nur wenig Kartoffeln, 360 Kartoffeln, hat immer einen guten Preis, genau. Dann fahren wir zum Beispiel hin, fahren wir zum Beispiel dann können wir nochmal 3.600, 5.000 vielleicht. Dann habe ich jetzt heute 47, 21 zu 26.000 verdient hier an dem Feld eingenommen. Nicht verdient, eingenommen. Und ja, ich mache jetzt Mischkalkulation, das heißt, man rentiert sich eigentlich die Eier. Das sind meine Kartoffeln. Okay. Und dann 7 Monate, gut. Und da steht dann sind wir bei 26.000 ungefähr. Und dann von dem Feld sind 49, 22. Und ja, jetzt haben wir 20 Uhr aber gleich. Und dann sind wir hier mit fertig. Und war ich hier mit runter. Und war ich mit dem Kartoffel gespannt, vielleicht gleich an das zweite Feld, das ich morgen ernten werde. Und dann oben morgen den ganzen Ober. Und da brauchen wir jetzt nicht mehr zu machen. Und ja, müssen wir von oben dann noch was runterfahren. Da habe ich noch die Gäste drin. Und wird aber schnell dunkel jetzt hier. Mal sicher machen, so. Und ja, wir sind schon hier haben wir das nächste Grundstück hier. Und hier möchte ich den draufsetzen, weil hier kommt demnächst das nächste abgeerntet. Und dann kann ich mal hier weiterfahren. Ja, jetzt hier. Und dann werden wir jetzt auch erstmal das Rohr ausfahren. Und dann fangen wir mit dem Traktor da, mit dem nicht, mit dem auch nicht. Mit dem blauen fahren wir jetzt dort und laden den ab an die Gäste. Und
Ja, das ist also Feld 14 hier. Das wollte ich gestern also für die Schafe benutzen in einem anderen Player, aber das geht dann noch nicht. Jetzt legt er die Gas ab und dann kann ich die Gäste gleich mal wegfahren. Ich muss dann mal klar für die Hose und dann mache ich wieder da. Hier wieder hin. Also geht es. Also müssen wir wieder anhauen hier. So, ich will die Kabel entwickeln. Dann will ich in den Holztür nicht die Kabel drauf haben. So, ich will gucken. Okay. Also, auf den Vieren kann man das auch mitfahren. Müssen wir nicht mal mit hier. Wahrscheinlich. Und auch meine Beinchen nicht. Wir können noch weiter wegfahren. Wir können wegfahren hier. Das wegfahren. Und das fährt dann. Ja, genau. Und das gibt einen guten Preis für die Gäste. Also bei den Gästen, das haben wir da. Nur einen guten Preis. Getränkefrisches Zentrum, Hafenspeicher. Ja, Getränkefrisches Zentrum beispielsweise. Kenne ich ja schon. Da kann ich jetzt die Umlagen. Da kommen wir von dem Getränkefrisches Zentrum. Wir werden bei den Gästen. Und dann kommen die Gäste dort. Das ist sauber. Zentrum heißt es, das kann Zentrum von der Regeln sein. Zentrum heißt es, genannte. Können wir mit ja, können wir mit Pfund. Ja. Hallo Leute, hier bin ich wieder. Ich bin gerade den Graben gefahren. Ich hatte gesehen, ich habe kein Mikrofon an und so. Jetzt müssen wir hier hochfahren. Jetzt fahre ich also momentan die Gerste, die ich geladen habe gerade zum geteilten Speicherzentrum. Zentrum als Zentrum von der Karte ungefähr. Das sind also noch Felder oberhalb, dann die Mittellage und dann unten die Armlagen, wo ich da wohne. Meine Felder sind.
Und das liegt also ziemlich weit oben jetzt hier. Geht also das Licht an. Und dann verkaufe ich jetzt hier die Kerze noch. Normalerweise verkaufe ich keine Kerze, aber ich habe noch genug Kerze im Speicher, 1000 Liter. Und, Moment, hier war und also wie die Leute willst du jetzt nicht, oder? Jetzt nicht, oder? Ich kenne doch jetzt nicht. Okay, also mal hier. Wie sollte ich jetzt ab? Ich soll bei 45 Euro überlegen, ne? Und den anderen mir, 500, gut. Bei den Einnahmen sehen wir jetzt hier das Auto wie folgt aus. Also 16.000 verkaufte Ballen und 46.000 von der Ernte. Das heißt 62.000 Leute, das ist ein super Ergebnis, 62.000. Okay, dann müssen wir erstmal sehen, dass wir jetzt hier das Grundstück da oben wieder verkaufen, das da. Das hat man heute gekauft. Wir verkaufen das jetzt wieder. Verkaufen, ja. Okay, jetzt habe ich wieder 114 Euro im Konto. Jetzt kann ich da die 100.000, die ich heute geliehen habe, die kann ich ja mir mal zurückzahlen. Also, womit hätte ich heute Morgen angefangen? Da hatten 10.000, glaube ich. Dann kann ich jetzt mal das Kredit bezahlen, dass wir hier mal runterkommen. Ja, in Baustein so 13 so. Das sind wir bei 770.000 und das hat uns einen ordentlichen Ertrag gegeben. Das hat einen ordentlichen Ertrag gegeben, das Feld, und ja, in der Gesamtsituation, ja gut, die Schulden reduzieren sich, aber ich brauche da viele Durchgänge. Bis ich Auto bin, muss da viermal wiederholen. Und das hole ich hier wieder runter. Also, das Feld könnte dazu beitragen, dass meine Schulden reduzieren deutlich. Ich habe ja viele Felder in letzter Zeit gekauft und bin da gewaltig ins Minus dadurch gekommen. Ich habe 15, 16 gekauft, dann habe ich jetzt noch 22 gekauft und ja, und vorher hatte ich ja noch die für 23, das habe ich auch noch nicht abbezahlt. Also, und dann kommen die ganzen Geräte dazu. Dann brauche ich die Kartoffelernte und die ganzen Traktoren. Brauche ich vielleicht noch einen weiteren Traktor. Ein Feld vielleicht brauche ich noch. Und dann bin ich so weit durch, ne? Kommen wir hier runter. Kommen wir hier runter. Ja, also man ist da dabei was zu kaufen und langsam wie jetzt tue ich jetzt erstmal Momento. Soll ich den jetzt hier runterfahren oder wenn das damit? Das habe ich den Gitarrenanhänger, den kann ich gleich umlassen. Die Gitarrenanhänger. Und du fährst den jetzt eigentlich runter. Den Gitarrenanhänger. Den muss ich einfahren. Und soll ich gleich umlassen, weil brauche ich ja morgen wieder. Weil morgen soll das nächste Feld abgerendet werden.
Und das ist ja auch hier oben. Wir haben ein schönes Feld und da kann ich dann schon mal sehen, wo fällt das Feld hier an? Wo fängt das Feld an? Hier fängt das Feld an. Das heißt, ich muss mit meinem Traktor hinfahren in das Feld. Das sind dann nicht in die Bewegung und dann kann ich mal den hier, da fahre ich das mal hoch an, da fahre ich mit dem mal schon mal hoch zu dem Sojafeld und sieht mir nicht aus, kann ich auch einsteigen. Ja, kann ich auch einsteigen. So, jetzt ist mir das die Straße runter. Aufgestürzt ist, da ist die Straße. Ja, der asphaltierte Weg. Und jetzt fahre ich zu dem Feld 16 hoch, ne? 15 hat sich heute abgeändert. Da wechselt der theoretisch auf, oder 16. Und dann fahren wir jetzt hier dem Feld, wo ich den Traktor jetzt stehen habe. Das Feld, das wir nächstes Jahr abernten. Das hier, genau, das wird jetzt nächstes abernten morgen. Das nächste Feld machen wir morgen, okay? Das war's dann. Und was haben wir hier? Der arbeitet immer noch. Das macht er jetzt hier oben. Der sieht den relativ unermüdlich. Jetzt sehe ich aber gleich dann wieder oben bei dem. Bei dem Weg jetzt hier. Ich muss jetzt mal sehen, dass ich wegfahren kann. Damit der und der bleibt so jetzt hängen an dem anderen, ne? Weiß ich genau. Welche steht da? Welche ist denn welche da? Da steht dieser hier. Der andere welche. Da steht der welche. Und habe ich jetzt genug Platz? Ja, das ist Platz genug Platz, damit der fertig arbeiten kann. Also, Helfer A ist unermüdlich hier. Helfer E. Wieder wenn er 2 Stück jetzt hinter sein, das ja wieder. Kommen da vorbei, okay? In das Feld noch bearbeiten. Und wir brauchen noch mehr Bahnen. Das heißt, mit dem Wäscher muss ich auch was fahren. Vermute ich mal. Bin ich, wie gesagt, möchte ich da hin. Also, das ist so jetzt hier. Möchte ich da hin, den Wäscher, den für in die Seite fahren, damit der Helfer da weitermachen kann. Damit ich ihn nicht im Weg stehe. Weil ich in die Hand rein. Okay. Dann hole ich den morgen wieder raus, oder fahre ich den morgen am Bogen, ist sauber und dann fahre ich den vor den Sektor hin. Da steht der Sektor.
Und dann bin ich wieder auf die Straße fahren. Da haben wir die Straße, ja. Das sind der Opa. Und wir sind die Kuh fahren. Und dann wieder anfangen. Ja, der hätte mich schon wieder. Okay. Also, heute der arbeitet der oder weiter. Ja. So haben wir damals gemacht. Dann Watzen. Dann mit ihm. Der muss gerübert werden. Und jetzt habe ich dort wieder Kartoffeln stehen. Und da oben habe ich weiter stehen. Dann muss ich morgen das Feld muss ich jetzt wieder bearbeiten. Mit dem Tiefenlocker. Die Kartoffeln will ich sauber ziehen. Und das Feld 15 morgen abblenden. Ja. Also Programm für morgen steht schon mal fest. Das wird gerobert jetzt hier im Feld 17. Was hat Feld 17 eigentlich zu bieten? Feld 17 hat der Hafer. Ich will den Hafer morgen klauen. Gibt einen guten Haferpreis? Ich weiß nicht genau. Also da stand da oben, das sind Getreidefelder. Und das sind die Kartoffelfelder hier unten. Das fehlt auch noch. Die 2 Kartoffelfelder haben, 2 große. Ja, da habe ich jetzt also 26 € angenommen. Also, da haben wir die Spinnerei. Also sind gute Felder hier unten. Das sind gute Felder. Das sind gute Felder. Also da habe ich 2 Stück. Da habe ich kein Geld, die zu kaufen. Also Geld schon, ich könnte Kredit kaufen, aber Kredite kosten Geld und die müssen auch zurückbezahlt werden. Also, und Leute kosten auch Geld. Ich bin zwar jetzt hier Feldmillionär mit über 1 Million. Das kostet 300.000 das Feld. Ich meinte, was sagen die Finanzen jetzt hier? Das Feld kostet 280.000, das kostet 482.000, 482.000, 392, 592, das sind also knapp 600, 600. Und dann haben wir das Feld, kostet nur 126, das kostet 37. Und die Felder müssen erstmal alle abgearbeitet werden, erarbeitet werden. Und das dauert natürlich. Und hätten die Arbeit beendet, oder was sagt er jetzt? Was sagt er hier? Er fand die super, toll, hat er gut gemachte Arbeit. Und dann kann ich hier mit dem schon mal
Hervorragend, können Sie jetzt etwas anderes? Nee, jetzt können Sie auch nicht etwas anderes, weil die Stimme da alle Wege. Und ich hätte, also wo habe ich den Blauen? Das ist der Blaue und da ist der Blaue. Da habe ich ihn eingeladen. Mit dem Geld dürfte ich immer weiter auf die Wiese fahren, diese weiter runter. Und das ist dann quasi jetzt demnächst jetzt den Drescher laufen das halt anfangen kann. Hier, dass der hier so anfangen kann. Dass ich so anfangen kann mit dem Drescher. Ich will sie morgen gleich anlaufen. Okay. Und der jetzt da, der kann das mal stehen bleiben, oder? Der steht jetzt hier. Das Schild habe ich quasi. Du kannst ihn mal hier hochfahren, damit der Platz für den Traktor. Den brauche ich zwar hier noch nicht, aber auf jeden Fall, dass er unten fahren muss und dann das Feld jetzt hier. Die Verpackung jetzt wieder zurück. Ich möchte wieder auf die Straße fahren. Genau. Und zwar hinter den, damit ich die dann nicht blockiere. Und zwar soll jetzt vielleicht diese hier irgendwo einfallen. Das sind nicht so einfach vielleicht. Und dann stört ja niemanden hier. Ich hier so stehe und irgendwo fahren. Dann kann das hier abarbeiten. Und ja, da habe ich noch einen drauf, da habe ich noch einen drauf. So, jetzt Feierabend. Was haben wir? Finanzlage heute. 48.000 haben wir gemacht. Heute sind abgezogen und so. Muss ich mal ein bisschen vorlaufen lassen, schneller. Das machen wir echt 120-fach. Und jetzt schauen wir mal, was wir heute werden. Plus minus 0. Heute ist eine Lohnzahlung. Und dann können wir mal hier Schluss machen für heute. Sind wir jetzt 22 Uhr, seit 6 Uhr sind wir wieder auf den Beinen. Also lange Zeit, aber hat sich gelohnt. Das 60.000 Umsatz haben wir gemacht, glaube ich, nur mit der Ernte. Einnahmen 60.000. Ja. Was ist mit der Ernte? Da sind wir also, der hat das schon umgeschlagen, gestern 44.000 haben wir gemacht, 14. Das sind 16.000 da von den Ballen und 46.000 von der Ernte sind 62.000 gestern. Aber da habe ich Saatgut bezahlt, Dünger bezahlt und so weiter. Wir haben nur noch 44.000. Ja, aber trotzdem gut. 44.000 senken die Schulden von 110 auf 77. Okay, dann können wir mal wieder da zurückgehen hier. Wenn wir wieder da zurückgehen, speichern wir das Spiel jetzt hier. Und dann können wir den jetzt hier ausschalten. Wenn wir das Spiel ausschalten.
Ja, gut, das war's von mir. Das ist mein Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal.